Hallo liebe Brettspiel-Teddy-Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute stelle ich euch ein neues Spiel vor, welches wir jetzt schon ein paar Mal gespielt haben. Ist zwar nur in Englisch, aber deswegen erkläre ich euch mal so ein bisschen die Regeln. Wenn ihr das auch mal spielen wollt, dann wisst ihr schon Bescheid, wie es funktioniert. Es geht um The Red Cathedral. Oh, gespuckt. Oder die Rote Kathedrale auf Deutsch. Wird es das nämlich auch geben vom Kosmos Verlag gegen Ende des Jahres. Dann schauen wir mal rein, was alles so drin ist. Hier ist mal so ein Aufbau von The Red Cathedral. Natürlich noch nicht fertig. Ich zeige euch das Schritt für Schritt. Das sind die Playerboards. Das ist das für den grünen Spieler. Das ist das für den blauen Spieler. Jeder hat 6 dieser Flaggen. Da sind auch Felder hier drauf. Die werden halt hier draufgelegt. Die ersten 4. Die anderen beiden kommen unten hin. Und hier hat man dann die restlichen Spalten frei. Das sind noch 6 freie Spalten. Das ist das Lager. So viel Material kann man dann gleich lagern. Das gleiche bei dem blauen Spieler. Deswegen hat er die blauen Flaggen da liegen. Dann hat man in der Mitte den Spielplan. Hier in der Mitte kommen diese Marker hin. Ja, die werden also wahllos da drauf gelegt auf die einzelnen Felder. Man zieht halt verdeckt und legt überall einen hin. So schaut es aus. Jetzt liegen die Marker da drauf. Dann macht man, beginnend mit dem Feld, wo dieses Kreuz hier hinkommt, legt man in jedem Feld ein Würfel. Ein Feld ist immer hier, wo 3 so Abdrücke für die Würfel sind. Legt man also wahllos, lässt einen fallen und legt ihn dahin. Dann sucht man sich 4 dieser Bonuskarten raus. Die sehen so aus auf der Rückseite, von jeder einer, und legt die hier auf die entsprechenden Felder. So, dann ist das Hauptfeld fertig. Die Playerboards sind soweit auch fertig. Der Startspieler bekommt 3 Geld, wenn man zu zweit spielt. Der zweite Spieler bekommt 4 Geld. Dann sucht man sich anschließend eine dieser Kathedralenkarten aus. Man kann also eine ziehen. Hier oben sieht man immer, die sind für 2 Spieler. Da gibt es welche für 3 Spieler. Da ist auch eine für 2 und so weiter. In dem Fall 2 Spieler würde ich halt diese jetzt nehmen, verdeckt. Und man würde sich diese Kathedrale einmal bauen anhand dieser Karten hier. Da hat man halt auch ein Mittelstück. Man hat hier oben eine Spitze. Genau, und es gibt auch unten halt Türen. Ja, da sucht man sich welche raus und baut das dementsprechend einmal auf. Das sind genau 12 Karten im 2-Personen-Spiel. Hat man diese Kathedrale dann gebaut, legt man von diesen eckigen Plättchen hier jeweils 1 auf jeder Karte. Das schaut dann so aus. Damit wäre das Spiel bereit zum Start. Auf dem Playerboard seht ihr die eigenen einzelnen Aktionen. Hier seht ihr, dass man die Möglichkeit hat, aus 3 verschiedenen Aktionen zu wählen, wenn man am Zug ist. Ich zeige euch mal die einzelnen Aktionen jetzt. Hier seht ihr die grüne Fahne. Die erste Aktion wäre, ein Teil der Kathedrale reservieren. Man nimmt sich diese grüne Fahne und legt es auf eins der Teile, die hier unten sind. Wichtig dabei ist, der erste Teil kann nur in der unteren Etage gelegt werden. Der blaue Spieler könnte dann zum Beispiel auch schon gleich da drüber gehen oder angrenzend oder auch unten. Was nicht geht, dass man direkt da einen drüber freilässt. Also man muss die Fahnen immer angrenzend hinlegen. Hat man seine Fahne da hingelegt, darf man sich in dem Moment dieses Plättchen nehmen, ja, die wir gerade da draufgelegt haben. Hier ist so ein weißes. Und darf die auf ein seiner Felder hier einfügen. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, ich lege den hier auf das rote Feld. Ja, dadurch wertet man seine Würfel, die man gleich setzt, auf. Diese reservierte Karte ist dann mein Teil, den ich baue. Da darf auch kein anderer Spieler bauen. Den habe ich für mich alleine reserviert. Die Karten sehen folgendermaßen aus. Hier ist ja die Vorderseite, aber die Karten sind ja am Anfang auf der Rückseite. Hier oben in dem Feld seht ihr, welche Ressourcen ihr benötigt, um diese Karte zu bauen. 2 Holz, 1 Stein, 1 Gold. Hier seht ihr die Belohnung auf der Karte. Ihr bekommt dann 4 Geld und 8 Siegpunkte.
wenn die Karte fertig gebaut ist. Und in dem Moment darf die Karte dann auch umgedreht werden. Wie gesagt, kein anderer darf jetzt mehr diese Karte nutzen. Die gehört euch und die dürft ihr ganz alleine bauen. Auf den Karten sind halt auch noch andere Bonuskärtchen. Hier hat man so einen grünen Smaragd. Ja. Oder hier ein Holz. Und immer wenn man sich eine nimmt, eine Karte reserviert, darf man dieses Bonusplättchen nehmen und auf sein Tableau hier einpuzzeln. Ihr seht, sind genau 6 Felder und wir haben auch 6 Fahnen. Deswegen können wir maximal 6 Teile der Kathedrale reservieren. Und deswegen liegen im Zweispielerspiel auch nur 12 Teile der Kathedrale dort. Zum Bauen gibt es noch Folgendes zu beachten. Wäre die Situation zum Beispiel so, dass der Grüne hier in der unteren Reihe eine Karte hat, die noch nicht fertig gebaut ist und der Blaue wird darüber die Karte fertig bauen, würde der Grüne einen Minuspunkt kriegen. Also immer für die Karten, die darüber gebaut werden und man ist selber darunter, bekommt man Minuspunkte. Ja? Würde er die fertig bauen, wird er sogar 3 Minuspunkte kriegen in dem Moment. Also sollte man schauen, dass man unten immer zuerst baut, dass man den Minuspunkten entgeht. Das gilt nicht, wenn man die eigenen Farben hat, so wie hier zum Beispiel jetzt, wäre die Karte noch nicht fertig, ja, weil da ein blauer liegt, der zählt dann nicht als Minuspunkt. Immer nur Fremde, die darüber bauen und das fertigstellen, bevor man selbst darunter ist, dann gibt es halt Minuspunkte. Die zweite Aktion, die ich machen kann, wenn ich keinen Teil reservieren will, ist Waren liefern oder Waren anliefern. In dem Fall, sagen wir mal, ich hätte schon ein bisschen hier in meinem Lager liegen an Waren. So, Holz. Ein Steinchen und ein Smaragd. Und sagen wir mal, ich hätte noch ein Gold. So, dann wäre auch mein Lager voll soweit. Denn man darf nur so viel lagern, bis alle Felder voll sind. Man darf also maximal 10 Teile hier in dieser Lagerleiste liegen haben. Das Lager vergrößert sich natürlich, sobald ich hier einen dieser Flaggen wieder auf eine Karte setze. Dann hat man natürlich hier einen Platz mehr im Lager. So, aber jetzt zur zweiten Aktion, anliefern. Ihr seht, man kann hier beliebige Waren, aber maximal 3 beliebige Waren anliefern. Oder hier darf man hinterher bauen. Ich zeige euch erstmal das Anliefern. Das geht wie folgendermaßen. Ich hatte mir diese Karte hier reserviert. Da brauche ich 2 Holz, 1 Stein und 1 Gold. Ich hätte jetzt die Holz, würde die nehmen und lege die auf die Karte drauf. Den Stein hätte ich auch. Und lege den auch da drauf. So, jetzt sagt ihr, wie, das Gold ist ja auch da, kann man auch drauflegen? Nein, nein, nein. Das geht nicht, denn wie gesagt, maximal 3 Waren darf ich drauflegen, wenn ich liefere. Ja, dann wird die Karte hier liegen bleiben. Ich könnte die halt im nächsten Zug weiterbauen, das würde gehen, wenn ich wieder dran wäre. Oder aber, was auch gegangen wäre, ich sag mal, das wäre auch meine Karte hier. Ich müsste natürlich nicht das Holz hier, ich könnte auch auf meinen Karten verteilen, wenn ich 3 Ressourcen anliefere. Ja, das ist also Ressourcen anliefern. So, angenommen, es wird so aussehen, ich würde im nächsten Durchgang wieder bauen, dann könnte ich hier das fehlende Gold noch drauflegen, die Karte wäre fertig gebaut, würde umgedreht werden und dann hätte ich erst eine Ware geliefert. Das heißt, ich könnte die Aktion Bauen noch machen, im unteren Bereich wäre das eine Tür bauen, wie hier zu sehen. Dafür müsste ich halt ein Holz abgeben. Das heißt, ich würde noch ein weiteres Holz abgeben, wäre die zweite Ressource. Und ich könnte in dem Fall noch so einen Smaragd abgeben. Dann gibt es nämlich mehr Punkte. Wäre dann die dritte Ressource. Also man kann die 3 Ressourcen aufteilen. Ja? Man kann zum Beispiel eine hinten drauf. Wenn die Karte gebaut ist, kann man 2 vorne hinlegen. Jeder Spieler hat halt die Möglichkeit, wenn eine Karte fertiggestellt ist, einer dieser Sachen hier zu bauen. Da hätten wir einmal eine Tür, 2 Fenster und ein Kreuz. Ja, in dem Fall, den ich gerade gezeigt habe, wird man die Tür hier vom Tableau nehmen und könnte sie hier reinsetzen. Das gibt halt zum Schluss nochmal extra Punkte für die Tür, die da drin ist. Baue ich die Tür mit einem Smaragd, verziehe ich die schön, bekomme ich eine Stufe, die ich weitergehen darf mit meinem Marker. Ja, baue ich die Tür mit 2 Smaragden sogar. Das müssen aber 2 unterschiedliche sein, das heißt ein grün und ein lilan, dann darf ich 3 Stufen vorgehen auf dem Tableau. Was noch zu beachten wäre, das war ja gerade die Karte von dem grünen Spieler. Der hat die gebaut, ich sag mal, der hätte die fertig gebaut, hätte aber dann keine Ressourcen mehr, um die Tür zu bauen.
dann könnte jetzt der blaue Spieler kommen und könnte auf dieser Karte auch seine blaue Tür bauen. Also sobald die fertig gebaut ist, kann jeder der anderen Mitspieler da was reinbauen. Sowohl eine Tür, Fenster kommen hier in den Bereich rein, kann ich euch auch mal zeigen. Ja, wenn die fertig gebaut sind, das ist das Zeichen, wo die Fenster hinkommen. Und ja, die Turmspitze, die kommt halt hier oben drauf auf diese Spitzen, kann man die halt draufsetzen. Und auch da ist es so, solange die Karte umgedreht ist, darf nur der Spieler bauen, der diese Karte besitzt, der seine Fahne draufgelegt hat. Wird die Karte umgedreht auf die richtige Seite, dürfen alle anderen Spieler auch ihre Sachen da anbringen, ihre Fenster, Türen und sonstiges. Und das bringt halt auch ordentlich Punkte. Die dritte Aktion, die wir auf dem Feld haben, ist halt Ressourcen sammeln. Ja. Ihr könnt sehen hier, wir haben ja vorhin diese Plättchen hier hingelegt. Hier gibt es Steine, da gibt es Holz, also 2 Holz, 2 Steine. Hier gibt es so einen Smaragd. Hier gibt es einen Siegpunkt. Hier gibt es auch 2 Steine. Ist man am Zug und macht die dritte Aktion, nimmt man einen Würfel aus der entsprechenden Reihe, zum Beispiel hier, und geht so viele Augen vor, wie der Würfel anzeigt. In dem Fall wäre ein, dann würde man ins nächste Feld hier reinspringen. Hier rein, stellt den Würfel dahin und würde dann 2 Steine bekommen. Hat man den Würfel gesetzt, muss man ihn einmal neu würfeln und dann wird er wieder hingelegt. Pro Feld können maximal 3 Würfel stehen. Das ist dann wichtig, wenn man jetzt hier zum Beispiel diesen Würfel nimmt, da ist ja eine 2, da dürfte ich 2 vorgehen und dann würde ich eigentlich 1 Gold bekommen, aber da 2 Würfel dort sind, wird es 2 Gold geben. Ja? Würden hier 3 Würfel drin stehen, würde man halt 3 Würfel bekommen. Danach muss man die Würfel wieder würfeln, das wird leider oft vergessen bei uns. Und der nächste Spieler wäre an der Reihe. Was man noch zusätzlich machen kann, deswegen haben wir die Karten hingelegt, man hat halt immer noch Sonderaktionen, nachdem man die Würfel gesetzt hat, die man hier ausführen könnte, in dem Fall. Ich zeige euch jetzt mal beispielhaft hier, also hätte ich den Würfel hier in diesem Feld, hätte ich da geendet, so wie gerade die Aktion war, dann könnte ich halt diese Aktion machen. Ich könnte entweder ein Geld abgeben, um eine der Ressourcen zu kaufen, oder aber ich könnte hier eins von den Smaragden abgeben oder Gold und würde 2 Geld kriegen. Das ist aber keine Muss-Aktion, das ist immer kann, wenn man drinsteht in den Feldern. Und so hat man halt hier die verschiedensten Aktionen. Hier zum Beispiel, hier würde ich einen Punkt kriegen, einen Siegpunkt oder aber 3 Geld abgeben und dürfte dann eine Stufe vorgehen. Ja, jetzt habe ich so oft davon gesprochen, von Stufen und Siegpunkt, das zeige ich euch auch mal eben. Das ist hier auf dem Plan ganz gut zu erkennen. Ihr seht, hier sind einzelne Felder, ja, die kann man vorgehen. Das heißt, anhand dieser Karte können wir es machen. Dieses Kreuz heißt immer ein Siegpunkt. Das heißt, ein Feld vor. Ja, man darf ein Feld vorgehen von 2 auf 3. So, habe ich diesen Adler, dann darf ich hier, sind auch Adler auf dem Feld, dann darf ich direkt immer ein Adler weiterspringen. Das heißt, würde ich hier stehen auf diesen Adler, würde hier 3 bezahlen, dürfte ich auf den nächsten Adler gehen. Ja? Würde ich das obere Feld machen, dürfte ich nur ein Feld vorgehen. So hat man halt diese Abschnitte für die Adler, die wesentlich mächtiger sind oder halt die einzelnen Punkte. Von daher, um nochmal zurückzugehen hierhin, bringt das natürlich einiges, wenn man jetzt so eine Tür baut, ja, und setzt da ein Smaragd ein, dann darf man ein Adler vorgehen. Ja. Setzt man sogar 2 Smaragde dort ein, in beiden Farben, dann dürfte man 3 Adler vorgehen. Ja. Das ist gefühlt am Anfang 11 Punkte. Zum Schluss hin werden die Abstände immer geringer zwischen den Adlern. Hier oben hat man nur 2 und hier in der letzten Reihe hat man sogar nur noch jeweils 1. Da ist ein Punkt genauso viel wie so ein Adlerpunkt. Jetzt nochmal zurück zum Board. Wir haben uns ja hier diese einzelnen, diese Marker hier hingelegt. Ich mache das jetzt mal beispielhaft. Ich setze den jetzt hier nochmal hin. So, dann nehme ich mir den mal hier runter. Ich sag mal, das wird so aussehen. Achso, jedes Mal, wenn man so einen Marker hinlegt, muss man natürlich hier diese Kosten bezahlen. Das habe ich vergessen gehabt. Ja, das heißt, lege ich den Marker hier drauf, muss ich 2 Geld bezahlen. Hier auch, da auch. Hier kostet 3, da 2 und da sogar 4. So, eigentlich ist das selbsterklärend, aber ich zeige es euch trotzdem nochmal. In diesem Fall, wie ich es vorhin hatte, würde ich hier den roten Würfel jetzt bewegen. Das heißt, in der Ressourcensammelphase würde ich hier 1, 2, 3, 4, 5. Würde jetzt hier reingehen. Ja, dann würde ich 2 plus 2, also 4 Steine bekommen. Und jedes Mal, wenn ich den roten Würfel jetzt bewege, darf ich mir auch die Belohnung nehmen, wo der weiße steht. In dem Fall dürfte ich mir dann auch noch ein Gold nehmen. Allerdings nur 1, auch wenn ein zweiter Würfel da steht, das zählt dann nicht in dem Fall.
Man dürfte sich halt nur die Belohnung von dem zweiten Würfel nehmen, der da drin ist. Hier, in dem Fall, wenn ich jedes Mal, wenn ich den blauen bewege, dürfte ich mir auch die Belohnung nehmen, wo der grüne liegt. Hier, in dem Fall jetzt, habe ich ja dieses Plättchen hingelegt. Das heißt, jedes Mal, wenn man den gelben bewegen, würde ich auch einen Stein kriegen. Und so kann man sich halt die Aktion beim Ressourcensammeln immer wieder aufpimpen durch diese verschiedenen Bonusplättchen, die hier auf diesen Karten liegen. Es gibt auch noch Jederzeit-Aktionen, die sieht man hier unten. Ja, ich kann also immer ein Adlerfeld, also eine Stufe zurückgehen und bekomme dann 2 Münzen. Oder ich gebe einen ab und darf die Würfel in einem Bereich nochmal neu würfeln. Oder aber ich darf dem Weißen oder dem Würfel in meiner Spielerfarbe, in dem Fall grün, in dem Fall blau, für 1 Geld oder 2 Geld immer ein Feld vorbewegen. Das ist halt sinnvoll, wenn das jetzt nicht passt hier. Ich sag mal, ich gehe hier 5 weiter, würde eigentlich gerne hier hinkommen, zum Siegpunkt, ja. Dann gebe ich halt noch 1 Geld ab und dürfte den Würfel einmal nochmal vorsetzen. So kann man seine eigenen Würfel halt verstärken. Also den weißen und den in der eigenen Farbe. Sobald ein Spieler alle seine 6 Teile gebaut hat und die Karten auch wirklich fertig gebaut hat und umgedreht hat, endet das Spiel. Und jeder der anderen Spieler ist dann noch einmal dran. Derjenige, der zuerst das 6. Teil gebaut hat, darf nochmal 3 Adler vorgehen und danach folgt dann die Schlusswertung. Bei der Schlusswertung gibt es für die verschiedensten Sachen nochmal Punkte. Zum Beispiel für 5 Materialien und Rubel gibt es jeweils nochmal 1 Adler. Also es gibt immer Adlerpunkte zum Schluss. Das wird auch der Grund sein, warum hier halt wirklich nur noch die letzten Adler immer nur eine Stufe, nur ein normaler Punkt sind. Ja. Dann wird geguckt, wer hat die Mehrheiten in den einzelnen Türmen. In dem Fall jetzt hätte hier Grün die Mehrheit, weil hier die Grün eine Tür gebaut hat und diese Karte und Blau hätte nur einen drin. Hier wäre ausgeglichen jetzt, hier hätte Blau die Mehrheit. Das wird dann auch umgerechnet. Da ist die Rechnung bei 2 Spielern allerdings anders als bei 3 Spielern. Und wer nach der ganzen Rechnerei dann die meisten Punkte ist, der hat Red Cathedral gewonnen. Und wie ich das Spiel finde, das sage ich euch jetzt. Ja, das war Red Cathedral von Devir Games. Leider, wie gesagt, momentan nur in Englisch. Was ist meine Meinung zu dem Spiel? Ich muss sagen, das Spiel hat mich tatsächlich positiv überrascht. Es kam in dieser kleinen Mini-Kiste hier rein, ja, hat knapp 20 Euro gekostet. Da waren meine Erwartungen jetzt nicht so hoch, weil ich schon mal wesentlich mehr Geld für Scheißspiele ausgegeben habe. Aber da steckt echt einiges drin, ja. Da sind die verschiedensten taktischen Kniffe. Man hat eine hohe Abwechslung durch die verschiedenen Kathedralen. Da gibt es bei 2 Spielern, glaube ich, 3 verschiedene. Und mit jedem mehr Spiel man ist, da gibt es halt auch jedes Mal, ich glaube, in jeder Stufe gibt es 3 oder 4 sogar verschiedene. Hier durch diesen Würfelmechanismus, ja, da kann man eigentlich auch schlecht planen. Gerade wenn man einen Würfel ins Auge gefasst hat, nimmt der Mitspieler den, setzt den vor und würfelt den neu. Dann passt der wieder nicht, was man machen wollte. Hier gibt es die verschiedenen Bonusaktionen, die man gerne auch mal vergisst. Das ist uns ganz häufig passiert. Aber macht wirklich Spaß, auch mit dem Würfel aufpimpen hier. Es ist gar nicht so schwierig, das Spiel, aber hat wirklich einen hohen Spielspaß. Das Material ist für den Preis total klasse. Ja? Die sind alles so Holzsteine, hier so Holzbrickets, Holz und Holzgold. Ja? Das ist alles aus Holz, nicht so ein billiges Kunststoff oder Pappzeug. Ja? Gut, das Geld ist ein bisschen aus Pappe. Die Würfel sind auch gut. Man muss bedenken, wie gesagt, 20, 25 Euro, was das Spiel kostet. Die Fahnen sind aus Holz. Also dafür ist das Material echt super. Ich bin echt positiv überrascht, muss ich sagen. Wirklich ein tolles kleines Spiel, was ich auf jeden Fall behalten werde. Nimmt auch nicht viel Platz im Regal weg, ist auch ein Vorteil. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist auch nicht nötig, auf die deutsche Version zu warten. Die englische Erklärung ist eigentlich relativ simpel. Wer Spanisch, Katalanisch oder Portugiesisch kann, der ist sowieso gut bedient. Da sind nämlich auch die ganzen anderen Anleitungen noch drin. Also wie gesagt, von mir eine klare Empfehlung. Wenn ihr das Spiel kriegen könnt, was sehr schwierig ist, ist halt nicht immer lieferbar, schlagt zu. Red Cathedral, wirklich ein schönes Spiel. Ja, dann hoffe ich, wie immer, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo da, ein Like, ja, einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, wie findet ihr das Spiel. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Spiel, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde versuchen, die zu beantworten.
Sicherlich ist mir vielleicht auch der ein oder andere Fehler unterlaufen hier in dem Video. Könnt ihr mir auch gerne reinschreiben. Ich werde auf jeden Fall antworten. Dann wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Brettspiel-Teddy. Tschüssi.